Endlich kümmern wir uns um den Audi A3 8P und wir bauen in diesem Video die alten Lautsprecher raus und bauen die neuen Lautsprecher rein. Mal schauen, was das für einen Unterschied macht. Wir haben jetzt für euch in diesem Audi A3 8P bereits die vorderen Lautsprecher ausgetauscht und die hinteren Lautsprecher auch ausgetauscht und das Ganze auf das Original Audi Radio mit Navi, das eigentlich gar nichts kann. Aber egal, wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir für den Audi A3 8P an Lautsprechersystemen vorbereitet haben, damit es für euch an der Installation super easy wird. Also erstmal an den Tisch und ich zeige euch, um was es sich überhaupt handelt. Im Speziellen handelt es sich um das Option Audi A3 8P Frontsystem, das wir für euch soweit vorbereitet haben, dass der ganze Korpus bereits fix und fertig zusammengeschraubt ist, die Originalschrauben verwendet werden können und natürlich der Stecker vom Audi direkt hier reinpasst. Und der Hochtöner ist von uns auch soweit vorbereitet mit der integrierten Frequenzweiche, dass ihr den nur anstecken müsst und oben mit unserer beiliegenden Heißklebepistole samt Kunststoffklebesticks befestigen könnt. Dabei ist auch beim Frontsystem natürlich dieses Textil-Isolierband. Wir haben ein Bitumenband mit dabei. Wir haben das Torx-Material, damit ihr die Schrauben alle lösen könnt. Und ein Remover-Tool, um die Türverkleidung gut zu entfernen. Und natürlich ein Dämmschaum und 3 Dämmmatten. Das ist also alles in dem Front-Lautsprechersystem mit drin. Beim Hecklautsprechersystem ist es sehr ähnlich, außer dass der Hochtöner ein bisschen anders vorbereitet ist und einen anderen Stecker dran hat. Ihr werdet es ja dann gleich sehen, wie wir das zusammen einbauen. Der Korpus ist genau der gleiche, alles fürs Hecksystem komplett vorbereitet. Und natürlich liegt beim Hecksystem eine Dämmmatte und ebenfalls 3 Alubutylmatten dabei, damit ihr die Türen richtig dämmen könnt. Die Heißklebepistole, die Torx und die Remover-Tools, die sind nur beim Frontsystem dabei, weil wir davon ausgehen, dass wer das Hecksystem einbaut, der hat eigentlich auch schon das Frontsystem einbaut. Insofern haben wir ja dann auch dieses ganze Material zur Verfügung. Wer das System einzeln kauft und sagt, er hat ja schon Lautsprecher vorne drin, der braucht halt vielleicht eine Heißklebepistole und Torx und das Material, was eben dann dabei nicht dabei liegt. Fangen wir mit der Türverkleidung an und da können wir gleich mal hier oben dran den Deckel entfernen. Mit unserem Remover-Tool. So, das ist nur angeklippt, genau. So, können wir das wegmachen. Und da hinten haben wir auch schon die erste Schraube, eine 25er Torx. Und als zweites haben wir hier unten drin, auch im Kunststoff, man sieht es, eine Vorrichtung, wo eine Schraube sich drin versteckt. So, die haben wir auch hier. Und als drittes haben wir hier unten noch eine Schraube. Wo ist sie? Hier hinten? Nö, da vorne ist sie. So. Kommt wieder unser Remover-Tool zum Einsatz. Da können wir hier mit dem Tool an der Seite reinfahren, hinter die Verkleidung. Und jetzt hier schon die Clips lösen, die sich drunter verstecken. Und wenn wir die einmal gelöst haben, dann können wir auch hier durchgehen und mit der Hand die restlichen Clips entfernen. Und jetzt können wir das Ganze ein bisschen nach oben schieben und haben die Türverkleidung quasi schon in der Hand. So, da unten ist der Entriegler drin, den können wir aushängen und den Haken hier wegmachen. Und von der Seite hier müssen wir nur noch diesen einen Stecker lösen. Den klippen wir so runter und ziehen ihn raus und damit haben wir die Türverkleidung schon weg. Hier ist also das gute Stück, der Originallautsprecher, den wir rausmachen. Mit 3 Schrauben. Wir können den auch hier erstmal entriegeln. So. Mit dem passenden Remover-Tool könnt ihr aus solchen Clips hier die Befestigung ganz easy rausmachen und auf die Seite legen. Kommen wir also jetzt schon zum Teil der Dämmung, weil jetzt der Lautsprecher, der ist draußen, wir kommen hier jetzt ganz gut rein, um das Außenblech zu dämmen. Auch da oben kommen wir, naja, so halbwegs gut dran. Wir haben hier diese Serviceklappe und die Serviceklappe, ich habe die schon mal weg gehabt und die lässt sich nicht so ganz easy entfernen. Also wer sagt, an der Stelle wird auf der anderen Seite keine Türdämmung dran sein, dem sei es verziehen. Ich zeige euch natürlich trotzdem, wie man die wegkriegt.
aber in dem Baujahr kann es sein, dass das ein oder andere Material einfach schon ein bisschen porös ist und vielleicht eher mal so ein Clip abbricht und dann nur mal gescheit hält. Also, aber trotzdem, Fakt ist, wir haben hier, man sieht es, diese Nasen, also dieses U hier, das kennzeichnet jedes Mal auf der anderen Seite, dass da die Nase ist, die wir eindrücken müssen. Das heißt, wir fahren jetzt hier rein. So, das halten wir mal fest mit einem anderen Tool, so dass das entriegelt ist. Und jetzt gehen wir weiter und lösen die anderen noch. So, nochmal. Der ist schon los. So, jetzt haben wir die Hälfte schon mal los und jetzt können wir uns durcharbeiten, die ganzen Clips rauszumachen. So. Und die zwei, die machen wir jetzt gar nicht so raus, sondern die ziehen wir raus, weil die sich eh so keilförmig hier reinnehmen. Insofern ist es jetzt an der Stelle ganz easy. Das da lässt sich so wegmachen und wir können die Gummimuffe da jetzt so entriegeln und dann haben wir das ganze Ding weg. Und das sind die Pins, die hier hinten dran sind, sowas hier, wo vielleicht jetzt kaputt geht durch das, dass wir da durchgefahren sind, lässt sich aber nicht vermeiden. Können wir danach wieder Bitumenband drauf machen, zeige ich euch wieder beim Hinmachen und dann ist es genauso dicht wie vorher. Also hier immer an diesen Stellen nachdichten. Aber jetzt kommen wir natürlich hier super an die Außenhaut drauf und können die auch super dämmen. Im Set liegen für euch dabei pro Türe 1,5 Matten Dämmmatte, 1,5 Dämmmatten. Und damit können wir jetzt mal anfangen, hier zumindest scheibenweise die Sachen mit hinten an das Außenblech zu kleben. Unsere Serviceklappe können wir jetzt wieder drauf machen und wir machen die Sachen an der Stelle immer gleich dicht, wo hier das Originaldichtband ein bisschen beschädigt war. So, das drückt es nachher hin und dann ist alles cool. Können wir den auf Position bringen und fangen wir wieder mit den vorderen an, schieben wir die rein. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den Lautsprecher, unseren neuen Option, reinbauen können. Und zwar mit den gleichen Schrauben, wie wir den alten rausgeschraubt haben, können wir die Halterung auch wieder reinmachen. Lautsprecher gleich anstecken. Fertig. Erstmal fertig. Beim Dämmen kommt es darauf an, dass man natürlich auch speziell da, wo die Schwingung entsteht, also beim Lautsprecher, die Dämmung auch gut anbringt. Das heißt, wir schneiden jetzt aus unserem Dämmmaterial mal 2 Streifen raus und bekleben die direkt auf unseren Lautsprecherkörper mit drauf. Immer fest andrücken, damit auch wirklich keine Luft drunter ist und so weiter. Erst dann haben wir das optimale Ergebnis. Im Lautsprecherset legen wir euch auch ein Isolierband mit dazu, damit ihr solche rumhängenden Kabel jetzt auch schön mit den anderen verbinden könnt, damit die gar nicht erst irgendwo nachher auf einer Türverkleidung rumflattern können. Schaut auch besser aus, wenn das alles ein bisschen beieinander ist hier. Und da, wo ihr denkt, dass so ein Kunststoff auf Metall noch klappern könnte, also sowas hier, dann macht ihr darunter auch wieder ein bisschen Bitumen und legt es hier drauf. Da klappert nichts. Für die Türverkleidung an sich heben wir uns so einen Streifen hier auf. Das heißt, den Rest an Material, den bringen wir jetzt noch hier auf die Türverkleidung mit an. Schraubenlöcher natürlich immer ausschneiden und frei machen. Ihr kriegt die Schrauben danach nicht gescheit durch.
Ihr seht, ich habe die ganzen Reste, was ich noch irgendwo hatte, einfach alles in die Nähe von dem Lautsprecher noch geklebt, damit hier das ganze Gewicht drauf kommt. Umso besser wird der Wirkungsgrad vom Lautsprecher. Alle rumhängenden Kabel könnt ihr natürlich eventuell auch fixieren mit dem Bitumenband, das wir euch beilegen, um einfach Ordnung zu kriegen. Hier an solchen Stellen, wo die vielleicht sogar rausgehen, die Sachen, sowas hier, da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen Bitumen mit reinmachen. Einfach sowas drüber und stecken es dann rein, weil dann bleibt es auch da drinne und fängt nicht irgendwann zum Klappern an. Kommen wir zur Türverkleidung an sich. Da hat Audi hier schon eine Dämmmatte mit drauf. Übrigens solche Dinger hier, die könnt ihr gegebenenfalls auch wegmachen. Das sind nur Bestellzettel, damit Audi weiß, was er da hinbaut. Das braucht man nicht zum Nachbestellen. So, das brauchen wir eh nicht nachbestellen, das Zeug. So, das tun wir aber auf die Seite. Wir machen es zum Schluss wieder drauf. Warum nicht? Das ist ja da. Wir machen aber drunter eine vernünftige Dämmung. Und da sind auch schon wieder so Zettel. Das klappert doch alles bloß. So, weg damit. Und jetzt kleben wir die Reste unserer Dämmmatten ganz geschickt und quer über die hintere Türverkleidung drauf. So, solche Zettel kann man ruhig mit da reinkleben, dann geben die auch schon Ruhe. Wenn die Dämmmatten komplett angebracht sind und aufgebraucht sind, kommen wir zum Dämmschaum, weil den machen wir jetzt noch oben drauf. Und dazu auch noch ein kleiner Trick an der Stelle. Nehmt da eine Schere und schneidet euch circa so 4 cm einen Streifen. Und den kleben wir jetzt erstmal hier drauf. Und zwar von innen, weil der dichtet nachher den Lautsprecher richtig ab. Wer weiß es, warum ich das mache? Weil unser Lautsprecher, der hat da drin die Luft in diesem Kranz. Und das können wir nehmen, indem wir das jetzt so reinmachen, wie ich es gerade gezeigt habe. Und jetzt geht der Lautsprecher hier rein und dichtet sich außenrum richtig schön ab, damit der ganze Sound nach vorne durch die Gitter durchgeht. Wir haben ja hier eine halbe Matte pro Türverkleidung und die bringen wir jetzt darauf schneiden. Achtet darauf, dass ihr solche Löcher nicht zumacht, wo ihr nachher wieder Schrauben reinmachen müsst, um die Türverkleidung wieder zu befestigen, oder wo Pins dran sind, die da drin verriegeln nachher. Voilà! Können wir die originale Dämmfließmatte wieder drauf machen. Da müssen wir die Kabel durchführen und der Rest ergibt sich eigentlich ganz schnell. So, das hängt wieder in diese Laschen da ein. Primitiver geht es ja nicht. Also, das kann jeder machen. Wirklich jeder nachmachen. Jetzt können wir die ganze Türverkleidung genau so wieder dran machen, wie wir es hingeschraubt haben. Oben einhängen, die 3 Schrauben, also erstmal anklippen natürlich wieder, vorsichtig den Lautsprecher hier in diese Öffnung reinbringen und die 3 Schrauben wieder reinmachen, genauso wie wir es weggemacht haben. Kommen wir zu den Hochtönern, die sind ja hier in der A-Säule drin und da nehmen wir jetzt ein stumpfes Entriegelungswerkzeug und können unter den Gummi reinfahren und von hinten zwischen A-Säulen Metallverkleidung und A-Säulen Verkleidung reinfahren und den ersten Riegel hier schon mal entriegeln. Ich zeige euch aber jetzt hier noch genau, wie das funktioniert, weil darunter ist ein Airbag-Sack. Hier dran sieht man den Airbag-Sack, wenn man den Gummi ein bisschen auf Seite nimmt. Das da, das weiß ich, hier ist der Airbag-Sack. Und wir fahren mit dem stumpfen Werkzeug dahinter rein und schauen, wo wir da durchkommen. Genau so. Und da unten ist jetzt der nächste Entriegler. Und den nehmen wir jetzt auch weg. Genau, ist der zweite weg. Und die 2, die sind mit so einem leichten Widerhaken versehen, wie im Golf 7 auch. Perspektivwechsel. Jetzt schauen wir mal von der Windschutzscheibenseite rein und ich fahre jetzt mit meinem stumpfen Werkzeug an der Seite von der Türverkleidung, von der A-Säulenverkleidung, hinter dem Airbag-Sack rein. Seht ihr das? So. Und dieses Teil hier, dieser Splint, der muss jetzt hier entriegelt werden. Man sieht das eigentlich recht gut. Der muss auf die Seite geschoben werden. Und der da unten, der muss auf die andere Seite geschoben werden. So, da kommt das schon raus. Und jetzt habt ihr das ganze Ding schon in der Hand und könnt es natürlich rausziehen. So, und der Hochtöner hat sich jetzt auch gerade von alleine schon gelöst.
Super, aber egal, den müssen wir jetzt eh wegmachen. Der wäre jetzt genauso weggegangen. Den können wir gleich mitnehmen. Und ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal ganz genau. Wir sind ja hier im Thema Airbag. Und deswegen muss man auch sagen, das ist hier nur der Airbag-Sack. Hier braucht man keine Angst haben, hier ist kein Explosionsteil dran. Das ist da oben drin verstaut. Das heißt, da unten ist tatsächlich nur dieser Sack, den man auch so nehmen kann. Aber ich will jetzt auch nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht. Ist auf jeden Fall an sich kein Problem. Und jetzt sieht man diese Laschen hier, wo das eingeführt ist. Das heißt, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist nur hier das Ding rausgeschoben mit dem stumpfen Entriegelungswerkzeug und haben das praktisch hier so rausgenommen. So muss man das nachher auch wieder einführen. Beziehungsweise so können wir die Klammern, die hier drin stecken bleiben, nachdem wir die A-Säulenverkleidung weggemacht haben, einfach hier rausnehmen und jetzt wieder in die A-Säule reinmachen, damit wir es beim nächsten Mal wieder dran machen, genau in die richtige Position bringen. Dadurch, dass der Hochtöner bei uns schon bei der Montage rausgegangen ist, zeige ich euch jetzt gerade nochmal, wie das funktioniert, wenn der Hochtöner normal drin ist, wie ihr den rausmacht. Der Hochtöner hat hier und da so einen kleinen Bajonettverschluss, den wir jetzt hier wegdrücken müssen. Und damit kann man den dann auch wieder entriegeln und auf die Seite legen. Den Hochtöner haben wir euch ja schon so weit vorbereitet, dass der so lose hier drinnen liegt in dieser Verkleidung, weil jetzt können wir die Verkleidung hier unten als erstes einführen und oben dagegen schieben. Dann ist die erstmal fest, hebt aber nicht 100%ig. Die würde auch wieder rausfallen. Deswegen ja unser Heißkleber, den wir euch mit dazugeben, samt Pistole. Ich habe hier meine Heißkleberpistole, aber eure, die im Set, geht ganz genauso. Und den großen Plastikring, den mache ich euch deswegen hier mit drauf, damit ihr nicht den Heißkleber versehentlich durch die Gitter durchlaufen lasst. Dann könnt ihr nämlich die A-Säulenverkleidung wegschmeißen. Deswegen den Durchmesser ein bisschen dadurch erhöht und passt auch super so. Und jetzt nur diese 3 Punkte mit Heißkleber festmachen. So Leute, jetzt können wir die A-Säulenverkleidung mit dem neuen Hochtöner quasi wieder dran machen, aber jetzt müssen wir noch anstecken. Und dadurch, dass keiner unserer Lieferanten den passenden Gegenstecker zu diesem Hochtonstecker hat, haben wir uns gedacht, wir haben 2 einzelne Pins. Der rote gehört in den roten. Der rote zum roten. Also links ist rot und braun mit, einfach nur braun. Und den stecken wir da auch mit ein. Also die stecken da dran an für sich ganz gut. Damit sie wirklich richtig heben, habe ich euch ja ein Isolierband mit dabei. Und ihr wickelt jetzt zusammen das Ganze so ein, dass das nicht von alleine rausfällt. Da ist eh kein Druck dahinter oder sowas. Aber jetzt haben wir es wenigstens richtig verbunden, dass es elektrisch gut verbunden ist. Und damit kann man das jetzt auch so lassen. Wenn wir irgendwann einen Lieferanten haben, der uns das passende Gegenstück liefert, dann werden wir natürlich sofort alle Audi-Systeme, die wir ausliefern von Option, mit dem passenden Gegenstück ausstatten, dass ihr seht, ach so, alles klar, das ist der richtige Stecker, schon einfach ranstecken und fertig. Also wir sind da dran. Unser Hochtöner hat an der Frequenzweiche 2 weiße Kabel. Eins ist ganz weiß mit so einer Schrift hier drauf und eins hat einen schwarzen Streifen. Das Kabel mit dem schwarzen Streifen macht für den Hochtöner minus 3 dB. Das heißt für jeden, der sagt, die Hochtöne, die mag ich gar nicht so scharf haben, also lieber ein bisschen weniger, der nimmt dieses weiß-schwarze Kabel für den roten Anschluss am Hochtöner. Der schwarze bleibt mit schwarz verbunden. Und wer sagt, Höhen dürfen schon recht kräftig da sein, der nimmt dann das ganz weiße Kabel und steckt das rote hier in das andere weiße Kabel rein, also weiß ohne Strich. Aber wir lassen es jetzt in dem Fall smooth mit minus 3 dB mit Strich. Die Beifahrerseite funktioniert ja genauso wie die Fahrerseite, nur dass wir rechts andere Kabelfarben haben. Da liegen von VW, wo sind wir? Wir sind im Audi. Da liegen von VW, da liegen von Audi ein graues und ein schwarzes Kabel. Und das schwarze Kabel ist in dem Fall wieder auf unser schwarzes Kabel zu machen. Und das graue Kabel von Audi ist das Plus von Audi und wird natürlich dann mit dem roten verbunden. Nur, dass ihr das mal wisst. Dann können wir das Ganze jetzt da hinten einführen, das Kabel. Und die ganze A-Säule wieder auf Position bringen. Und jetzt so langsam, aber sicher von der Seite hier wieder können wir gucken, ob man in der Führung drin ist. Ich schaue noch ein bisschen vor. So, da sind wir schon mal drin, da sind wir auch drin.
Und da sind wir auch drin. Alles dran, fertig. Für das ganze Frontsystem einzubauen, braucht ihr so circa 2 bis 3 Stunden. Und weil die hinteren Türen sehr ähnlich sind wie die vorderen, zeigen wir euch ein paar Ausschnitte, wo es drauf ankommt und zeigen euch dann quasi das Resultat. Hinten lösen wir lediglich hier oben den Deckel, ähnlich wie vorne. Und wir müssen diese Schalterverkleidung auch wegmachen. Da fährt man da hinten rein. Wer jetzt noch eine Schraube sucht und nicht findet, da drinnen ist tatsächlich eine, da hängt dann bloß der Alcantara-Lappen mit runter. Man sieht die Schraube eventuell nicht gleich, aber da ist eine Schraube drin, die wir natürlich lösen müssen. Und hier oben eine. Und der Rest ist jetzt im Prinzip genauso wie die vordere Türe. Aushängen. Und hier haben wir noch 2 Stecker. Aber eigentlich alles wie vorne. Der originale Audi Hochtöner ist hinten nur reingeklippt über diese Kunststoffnasen hier. Da kann man rausklippen. Da ist er schon. Und ebenfalls abstecken. Fertig. Unser Option-Hochtöner vom Audi A3 Hecksystem hat jetzt also nicht mehr diese Kunststoffplatte außenrum, weil die wäre jetzt an der Stelle zu groß. Wir haben die euch gleich so vormontiert, dass das alles so passt. Aber ihr seht schon, das passt zwar optimal jetzt da rein, aber es ist noch nicht ganz fest. Deswegen nehmen wir natürlich hier wieder unseren Heißkleber und fixieren den hier mit ein bisschen an diesen 3 Punkten. Und damit passt es auch super. Ebenfalls haben wir hinten unseren Dämmschaum mit drauf und wichtig, nicht vergessen, diesen Dämmkranz hier ringsrum. Die Original-Hochtonkabel, die da sonst rausgehangen sind, sind ja jetzt ersetzt worden durch unsere neuen Option-Kabel. Und die alten Kabel, die macht er einfach mit unter die Dämmung mit rein, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So, und jetzt sind wir hinten an der Türe quasi auch schon fertig. Quasi sage ich ganz gerne in letzter Zeit, gell? Schaffe ich allerdings alles wieder ab, diese Floskeln. Solche Papierdinger haben wir gerade eben gelernt, am besten irgendwie mit Bitumenband umwickeln oder sonst was, dann klappert da nichts mehr und erzeugt irgendwelche Geräusche. Wir machen die Türverkleidung jetzt wieder dran und genießen unseren Sound. Leute, jetzt geht's los. Ihr habt sicherlich jetzt auch auf den Soundcheck gewartet. Genauso wie ich den jetzt gerade eben schon für mich durchgeführt habe, weil ich wollte natürlich auch gleich wissen, wie geht jetzt eigentlich unser neues Option-System ab am Originalradio mit diesem Teilaktivsystem von Audi. Und ja, komm, ich mache euch mal einen kurzen Eindruck. Ja? Gerade so ein Basslied. Okay, war klar, falsche Stelle. So, jetzt haben wir. Also um es kurz zu machen, ich kann euch einfach in so Videos nicht konkret demonstrieren, wo die Unterschiede liegen, weil ihr hört es daheim nicht auf dem Laptop oder auf was auch immer. Es ist total verfälscht. Ihr müsst mir vertrauen, wenn ich sage, die Bässe jetzt klingen straffer. Das liegt natürlich auch an der Dämmung, weil das extrem geil läuft. Es scheppert hier nichts mehr. Es ist alles total ruhig. Das macht natürlich einen unheimlich guten Eindruck auf das Musikgeschehen, weil wenn keine Störgeräusche oder Nebengeräusche zu hören sind, dann nimmt man einfach die Musik noch viel besser wahr. Also Bass mehr, auch bei den hinteren Lautsprechern merkt man, dass ein Zuwachs da ist, obwohl jetzt alles nur noch am Originalradio läuft. Die Hochtöne, die sind jetzt einfach geschmeidiger. Das ist ein besserer Hochtöner, deswegen ist auch gerade da wo es manchmal ein bisschen nervig laut wird, klingt es hier sehr homogen. Hat aber nichts zu sagen mit dem Radio. Das Radio selber, das Originale, hat halt nicht wirklich richtig viel Leistung. Da merkt man, wenn man auf Anschlag aufdreht, ja, es verzerrt halt einfach immer noch ein bisschen. Da können die Lautsprecher nichts dran ändern, weil das ist die fehlende Leistung vom Autoradio. Soweit meine Zusammenfassung von
Option Lautsprechereinbau. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir noch mehr an Sound rausholen wollen? Weil wir sind aktuell durchs Original Autoradio begrenzt. Die Lösung, ein neues Autoradio, weil auch dieses originale Autoradio, so schön das da dran ja auch ausschaut, das hat gar nichts. Das hat kein Apple CarPlay, wir haben kein DAB Plus drin, wir haben noch nicht mal USB-Anschluss. Also was schreit da lauter als nach einem neuen Autoradio? Und das zeigen wir euch im nächsten Teil, weil mit einem neuen Autoradio lupfen wir den Sound tatsächlich nochmal auf ein neues Level. Also, dann freuen wir uns, wenn wir dich als nächstes im nächsten Video begrüßen dürfen. Als nächstes im nächsten Video. Klingt blöd, ist auch blöd. Deswegen könnt ihr uns auch mal abonnieren, um blöde Sachen zu hören von uns auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Wie heißt der Kanal hier? Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Olli.